So, okay. Wir stellen weiter Fragen. Wie zum Beispiel, erzähl mir die Geschichte, wie diese Isola entdeckt wurde. Vielleicht finden wir ja einen Hinweis darauf, wie wir unseren Fallenreiter loswerden. Do we? Haben Sie wirklich Zeit? Er wirft einen Blick auf seine Uhr. Er scheint keine Zeit zu haben. I hear you have singled out a suspect and are in pursuit. This is cause for cautious optimism. I would not want to delay you. Also, wir werden hier aufhalten. This story she will tell only before she leaves Martinez, at the very end of her stay. Diese Geschichte erzählt sie erst kurz bevor sie Martinez verlässt. Maybe there is something else I can assist you with while you're hot in pursuit. Nein, danke, das war's. Okay, gut, dann, ich würde aber eigentlich nochmal mit Dings hier reden. Die Netze habe ich gerade erst gekauft. Was ist denn jetzt los? Aye, the sea's gonna calm down soon. I can feel it. The wind is turning southeast. What's on your mind, officer? Ich weiß übrigens immer noch nicht, warum ich sie eigentlich zu einem Date überzeugen muss. Habe ich jetzt eigentlich gerade wieder... Ich habe ja 2 Fähigkeitspunkte. Kann tatsächlich Suggestion nochmal leveln. Dann machen wir das jetzt einfach mal. Ich werde mir nachts den Fähigkeitscheck nochmal machen. Und dann mal schauen, warum... Können wir die Kinder nochmal reden? The scruffy-haired little boy kicks a stone while the other watches him do it. Habt ihr böse Leute gesehen? What bad people? Einer Zwilling steht auf, sein Mund ist leicht I geöffnet. don't think questioning 4-year-olds without their parents present is gonna crack the case. 4-Jährige ohne Eltern zu fragen, ist keine gute Idee. Das ist ja ein Elend. Bin ich irgendwie sehr enttäuscht, dass Joyce die Geschichten nicht erzählt hat. So, dann können wir hier noch reden. Oh. Is that the Phasmid? It looks like the Phasmid, leaning against the wall. Was? Das sieht so aus, würde sich da fast mit gegen die Wand lehnen? Wait, what if this is the fishing rod situation all over again? Die Sache mit der Angel? Du versuchst dich an den Phasmiden heranzustellen. Du springst auf den Phasmiden gereift. Lass dich noch einmal hier in der Nase herumführen. Du wirst hier nicht verharren und diesen Nicht-Phasmiden beobachten, bis du wieder kennst, worum es sich eigentlich handelt. Ich sehe gerade nichts, aber ich versuche mich ranzuschleichen. It's not the Phasmid. It's not even organic. It's a fire iron. How disappointing. Also wir haben jetzt ernsthaft das Ding für den Phasmiden gehalten. Das habe ich davon, dass ich versuche, wissenschaftlicher Polizist zu sein. Ich meine, ich bin ja noch nicht mal ein guter Polizist. Natürlich war es nicht die Phasmide, das Teil ist viel zu groß. Ich fasse es nicht. Right? You'll have better luck next time, though. The Phasmid. Finding it is your destiny. Du legst den Traum, die insulinische Phasmide zu entdecken, auf Eis? Vorerst? Wie random. Aber die Quests haben wir eigentlich schon abgeschlossen, oder? Mister, what were you doing in my fireplace? Da war ein Phasmide drin, ich wollte sie fangen. Oh, okay. Ist die Liliens Tochter? Habe ich das noch nicht gefragt? Yes, I am. Little Lily. You know my mom? Ja, wir haben uns schon kennengelernt. That's nice. My mom is great. She's never angry or anything. Sie ist nie wütend. Kennst du jemanden namens Ruby? Luby. Luby. Plötzlich blickt das Mädchen ernst rein und beugt sich rüber, als ob sie dir ein Geheimnis verraten wollte. My mom tells me I'm a big girl. But she doesn't know that I can't say Earl. Or like, sometimes I can. But then, oh. Mama denkt, ich wäre ein großes Mädchen, aber ich kann kein R aussprechen. Kids. Und der Lieutenant schon... Bye. Die neugierigen Augen verfolgen dich. Ja, ist schon witzig, dass das R nicht aussprechen können. Ich bin ja recht glücklich, dass ich mich nie mit irgendwie stottern oder so rumärgern haben müssen. Gut, dann gehen wir jetzt zum Fate Electric Poster und gucken uns das nochmal an. Sieht das hier irgendwie anders aus? Ne, das sind immer noch die 3 gleichen Suffkörper wie vorher. Wenn man ja nie weiß, wann sich hier tatsächlich mal was geändert hat. Das war hier einfach voll geradeaus, ne? Guck mal, Kim sprintet sogar vor. Ist das nicht schön? Hier wart. Oder können wir sogar noch... was ist das denn? Moment! Wir können etwas untersuchen. Ich weiß doch nicht, warum ich diese Bank da... Was ist das überhaupt eine Bank? Hier ist ein Schützenmastfalt. Liegt darunter eine Kanalisation? Oh. The light vanishes inside the concrete slit. The structure goes deep under the earth. Das Licht verliert sich im Inneren des Schlitzes. Kim, haben Sie Ahnung, was da unten ist? No idea. Could be connected to one of the buildings around here. Das könnte zu den einen der Gebäude in der Umgebung führen. We might find her down somewhere. There's an old storm drain system beneath Martinez that's mostly collapsed. Reversional sewage system has been built and rebuilt 4 or 5 times now. Es gibt ein altes Regenkanalsystem. Es wurde schon 3 oder 4 Mal neu aufgebaut. 4 oder 5 Mal. Ich finde übrigens Storm Drain ist das wesentlich bessere Wort als Regenkanalsystem. In conclusion, she could be under any building. Sie könnte sich hinter jedes Gebäude aufhalten, also nicht dort drin. I hope not. Sie hofft nicht. Ah ja. Okay, wir rufen einfach rein.
Du brüllst hoch in den Schlitz. There's no echo. Wie And no bedauerlich. answer. Was drin? Maybe it's just a storm drain for the sewer. Du schließt den Gedanken ab. Wie schade, ne? Aber vielleicht können wir nochmal unseren super tollen Professor hier fragen. Der jetzt schon seit 4 Tagen hier rumsteht, ne? Habt ihr jemanden gesehen hat? Hello again. Haben Sie zufällig etwas Auffälliges gesehen? No, I'm afraid I can't help you with this one, officer. It's just a regular day off for me and Mikhail here. Er tätscht den Kopf. Es ist ein ganz normaler freier Tag. Er ist seit 4 Tagen hier. So you haven't seen anyone around? Der hat niemand gesehen. No, I'm sorry. As I said, this is just a day off. We just arrived anyway. Wir sind gerade reingekommen. Das ist so eine Lüge. There's something friendly and familiar in how he says that. A day off. Was freundlich und vertrautes, wie er ein freier Tag sagt. He's telling the truth. He hasn't seen anyone. Aha, er sagt, die Wahrheit hat noch niemanden gesehen. Aber das Feld-Elektrik-Schild? You see, a once bright mural. A slogan used to intertwine with the loops a long time ago. Morgen ist nur Now, 15 entfernt. above the mural, a collapsed roof, broken windows set in walls that are cracking and will soon also fall, and the coastal breeze rustling and sighing in the remains of the edifice. Also wir sehen, dass das zersplitterte Fenster und bröckelnde Fenster, die Säulen rauschen Überrest des Gebäudes. Felled electrical. How ironic. All these dark rooms. Welche Ironie bei all den dunklen Räumen, ja. Felled Electrical. You only know them as a small company that makes ink cartridges. Looks like they used to be big. Aber interessant, dass wir sie überhaupt kennen. Also es gibt sie noch, wenn sie noch Tintenkartuschen herstellen. There's something in the wind. Sometimes the only way to go forward is to fail first. Manchmal muss man erst scheitern, um einen Schritt nach vorne zu machen. Was auch immer das Innenleben mir damit sagen möchte. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich diesen Ort kenne. Indeed. Somehow you knew it was here. An urban ruin, gutted by looters that once used to consume money and dispense warmth and light. Eine moderne Ruine ausgeschachtet von Plünderern, die früher Geld verschlang und Wärme und Licht ausstrahlte. You felt it before, when it rained in Martinez, and you felt the cold of the rain. The feeling persists. It has been in you ever since. Das Gefühl ich habe das schon einmal gefühlt, das Gefühl, seitdem ist immerhin, könnte Ruby dort drin sein? In there? She could. Or she could be in the identical room over there. Or in that boat shack. In that church tower, maybe. Ja, sie könnte natürlich hier drin sein. Oder diese Kirche. Oder da anders. Oder woanders. Oder woanders. Ja. Why single out this one building? Warum muss es genau diese... Schauder unmöglich. Du horchst in den Wind hinein. Na, schön. Verdammte Hacke. Das Geschick. Also, wir haben die leeren Fallen gefunden. Das hat uns anscheinend mit Phasmiden geholfen. Lenas wahre Geschichte gehört. Hinrichtung rekonstruiert. Den grässlichen Anruf gemacht. Die Bullensau konfrontiert. Den Nachtclub gegründet. Die Anomalie entdeckt. Todesnachricht. Die Jacke gefunden. Das alles hilft mir, diesen Schauder-Check zu gewinnen. Ich bin noch nicht mal auf maximal Schauder-Equipment, glaube ich. Okay, Schauder 20-Check. Even though you're sure you succeeded, all is quiet. There is no cold hand brushing against your forehead. No rustle in the reeds. The wind has died down. The ruin in front of you is silent as a tomb. Der einzige Schiffers-Check im ganzen Spiel, den du bestehen musst? Oh. Das ist aber irgendwie doof. Also den kann man bestimmt irgendwie resetten, oder? Wo du das Rasium bist, spürst du nichts? Keine kalte Hand über deine Stirn? Kein Rascheln? Kein Schilf? Weshalb bin ich überhaupt hier? Trying to talk to the wind, the city, whatever you thought would happen, did not. And now you're just standing there with your hands fallen to your side. Also du wolltest mit dem Wind reden, aber es passiert nicht. Also man kann das Schaudern nicht erzwingen. Is trying to talk to the city something you've done before? Is it in your secret repertoire? A trick for when you're out of ideas? Hast du aber schon einmal mit der Stadt geredet? Ein Geheimtrick, wenn es nicht weitergeht? Naja, zumindest beim Tonband hat es enorm geholfen, ne? A prayer of sorts. To Revachol. Ein Gebet an Revachol? Sie könnte überall sein. Wie sollen wir sie finden? How do we? I was really hoping she'd be in the village. Okay. Der Lieutenant seufzt, reißt sich dann wieder zusammen. Tja, wie nur? She's probably north of the village, and this place is a peninsula. We already scanned most of the outdoor areas on our wild cryptid hunt, so we have an understanding of the geography, at least.
Aber schön, dass er noch unsere wilde Kryptidenjagd nochmal referenziert, dass wir schon das meiste gesehen haben. And then there's the church. We've already searched that and can rule it out. I know it doesn't feel like progress, but exclusion is a step too. Ja, ein Ausschlussverfahren ist auch ein Fortschritt. Da ich das an den meisten Orten schon waren, na gut, dass wir die ganzen Nebenquests gemacht haben. Anyway, we do it the old-fashioned way, sector by sector. Go over the whole peninsula, ask the locals, enter the places where we can enter first, like we did in the village. Ja, wir sollten die gesamte Halbinsel von die Einmarschenden fahren, uns die erste über dorthin geben, wo es leicht möglich ist. So wie wir es im Dorf gemacht haben. Und wenn das zu nichts führt? Then, if we're desperate, we can look where we can't enter. Bunkers, storm drainage, displays. I'm sure it won't come to that. Danach können wir uns die Orte angucken, die wir nicht betreten können. Bunker, Regenwasserkanäle oder hier. Ich bin mir sicher, dass es nicht dazu kommen wird. Er sieht nach hinten zu den dunklen roten Kasten, der auf die andere Seite des Abgrunds verfällt. Ja. Walk the coast, the old boardwalk, the reeds. You can always come back here and talk to the wind again. Look where it already got you. Auf die Küste, du kannst jederzeit wieder hier zurückkommen, mit dem Wind zu reden? Das ist immerhin schon weit gebracht. Na gut. An adventure awaits. An adventure on the windswept urban coast. Sonst erwartet ein Abenteuer an der windumtosten Küste? Buckle up and raise your collar. This search is going to be wet and cold. Du horchst noch einmal in den Wind? Suddenly, there's a sigh, carried on the molecules around you, moving, flowing from high pressure to low pressure, like that of a woman emptying her lungs. She wraps the collapsing stone box in front of you in her breath, flowing through it. Es ist das Seufzen einer Frau, die ihre Lungen leert und ihren Atemhütte in den einstürzenden Steinkasten vor der einen durchströmt ihn. Wohin geht der Strom? In through the collapsed roof, flowing down a concrete staircase to the basement, sweeping away footprints in the dust on the stairs, and then the beach below the boardwalk. Its winding tunnels, a whisper away. Aha, das Treppenhaus an Fußabdrücken zu rahmen, dann zum Strand der Promenade zu einem verwinkelten Tunnel, ein Flüstern entfernt. Was ist das plötzlich? She's down there. Ich glaube, sie ist da unten, unter diesem Gebäude. Okay. Why? Wir haben überall sonst nachgesehen. Seitdem ich aufgewacht habe, habe ich ständig vielleicht dieses Kälteschübe. Good. Yes. Cold spells. So basically your hangover is telling you she's down there? Ja, ich kann meinen Kater sprechen, am wahrsten des Wortes, so schlimm steht's um mich. Nehmen wir es einfach Bauchgefühl. Wir haben überall sonst nachgesehen. So, how do we get in there? The doors were on the collapsed side of this building. They're gone, basically. Tja, wie kommen wir rein? Die Türen sind nicht mehr vorhanden. Ja, wir können unter dem Steg anscheinend irgendwo langlaufen. Finally, my time to shine. Die Gewandtheit kann glänzen. Neben dem Plakat ist eine Leiter. Du darfst auf sie auf. Vielleicht können wir da hinaufklettern. Durchs Dach in das Gebäude rangen. Perhaps you can climb them. We are not climbing anything. I'm 43 years old, and I plan to live to see 70. Er ist 43 Jahre alt und wir sind 70. Wir wissen ja, wie alt wir sind. Gar nicht so viel älter eigentlich. Oh, kann ich klettern? Oh, was ist denn das da? Achso, ich hätte tatsächlich noch die ganzen Orte erkunden können, oder? Das habe ich jetzt irgendwie alles nichts gemacht. Weil mein guter Schauderscheck bereits so gut war. An old pipe peeks out from beneath the rotten boards of the boardwalk. Could this be an alternative path into the fell building? Ein alternativer Eingang? A building like this must have multiple doors serving various functions. Perhaps a basement access. Ich denke länger, du siehst hinein. Your eyes slowly begin to adjust to the darkness inside the drainage pipe. Wie auch immer ich da The reinklettern. lieutenant looks over your shoulder. Was ist da drin? A thin layer of snow gleams inside the pipe. Was As sonst? your eyes adjust, you see some trash. Crumpled up newspapers, cigarette butts. Someone has half-heartedly spray-painted skulls on the right side. Schnee, Zigarettenstummel und jemand hat das Totenkopf-Logo so halbherzig reingeballert in das Ding. Und? And nothing. Broken glass from bottles thrown against the walls of the pipe. A syringe. Spritze, zerbrochene A Flaschen. very, very faint smell of stale liquor still lingers. Or is it just your imagination? Ein sehr schwacher Geruch von Alkohol. Können wir durch dieses Rohr reinkommen? Given that this isn't a martial arts thriller, it's highly unlikely, and not without risk to our health either. In sein Gesicht blitzt ein Grinsen auf. Es ist höchst unwahrscheinlich nicht ohne Risiko für unsere Unversehrtheit. Achso, wenn man das Rohr quasi hochklettert. Oh, Moment.
Also, long story short, das ist hier kein Kampfsport-Krimi, was auch mal ein Kampfsport-Krimi ist und wir schaffen es nicht. However, the pipe suggests there may be an entrance to the basement around. Es könnte ein Zugang zum Keller sein. Der Lieutenant schiebt das Schiff zur Seite und zieht sich um. And it's right here. A maintenance door. Er zeigt auf eine rostige Doppeltür aus Metall, rechts des Rohrs, das vor dem Schiff versteckt war. It's jammed shut. The subtle approach isn't going to work on this one. Geschlossene blockiert, der subtile Ansatz bringt nichts, da wir haben doch noch was. Oh yeah. Big boy time. This needs you to put your back into it. Oh, Körperapparat. Hintertür des Buchladens zerstört, Kommunistenwohnung eingebrochen, Kuhns Wohnung eingebrochen. Ja, das Problem ist, dass wir halt immer noch hier Körperapparat 2 Minus haben, ne? Sonst wird das ja vielleicht tatsächlich was werden, aber so? Ah, sehe ich mich noch nicht. Okay, also wir könnten tatsächlich die Tür hier aufmachen. Und das andere ist, glaube ich, ein Gewandheitscheck, ne? Den können wir wahrscheinlich eher bestehen, oder? Wir haben immerhin 5 Gewandheit. Vielleicht habe ich noch ein Item, was Gewandheit bringt. Müssen wir mal schauen. Vielleicht gibt es noch einen Hintereingang, wo ich... Anscheinend ist es ja der Moment, wo man verschiedene Skillchecks hat. A row of ghostly shades facing a crumbling wall. With another 7 shades, a cold behind this building, the other one, once filled with engineers and designers of Feld. Siehst sie wieder im verblassten Wandbild. Tja, gut. Oh, was ist denn das hier noch? Ah, ein grüner Scheck, der bringt gleich nicht. Eine Tür, ein Gebäude, ein Versteck. Könnte sich die Anschrift drauf halten? Tja. Die Anstifterin. Oh, dann weiß ich jetzt schon, was als nächstes kommt, weil ich hatte irgendwelche Vorschaubilder gesehen von... Oh, dann sind wir jetzt ziemlich dem Finale nahe, oder? Weil ich hatte irgendein Bild gesehen von Disco Elysium. War das so Steam oder so? Auf jeden Fall war irgendwie ein total farbenfrohes Bild und der Text war irgendwie so Instigator. Und Instigate ist nun mal anstiften. Das würde ja sehr dafür sprechen, dass... Und das sah so episch aus, dass es sehr finalig war. Tja, könnten wir hier irgendwo irgendwas tun? Aber wie Kim glaubt nicht so richtig an so ein gutes Schaudern, ne? Okay, hier nochmal mit dem Mülleimer interagieren. There's some tear. Okay. Ich kann mir auch nochmal den Bunker angucken, aber wir wissen ja nicht quasi schon, wo er ist. Das ist schon noch ein bisschen Ente. Ja gut, denn, aber der Körperapparat-Check ist es halt auch nicht. Guck mal, was die Leiter dazu sagt. Weil ich glaube, Kim ist für so einen Körperapparat-Check auch nicht gebaut, ne? Das sehe ich nicht. Also ich kann ja mal richtig speichern. Ich habe nämlich vorhin, war ich ja im Dialog. Hast du dir die Waschfrau und Tüte schon angeschaut? Ja, da habe ich ja die Kugel gefunden. A rusty ladder leads to the rooftop. Some of the rungs are missing. Yeah, that doesn't look good at all. Ja, das sieht nicht so gut aus. Die Sprossenfee, du prüfst die The Lage. distances between the remaining rungs are rather wide. You'd have to use the mounting brackets. However, they seem corroded and the peeling rust is razor sharp. Oh, der abblätternde Rost des Messer scharf. Man jetzt gute Handschuhe hätte, ne? In addition, the first rung is going to be tough to reach. It's what? 3 meters above the ground? And you're 180? Ich finde, das die Größten des ersten Dinges. Ja, aber ich könnte doch hier über die Bank schlummern. 1,80 Meter müsste ungefähr passen. 1,90 Meter, ich bin ein Riese. Okay, but still, the roof is collapsing and the wind gets pretty brutal up there. Dismounting from the ladder is going to be hard. Perhaps if you were to not climb the ladder. Instead... Ist das nicht die Leiter klettern? What if you were to do something more subtle? Oder kann ich jetzt doch den Zaun durchschneiden, etwas Subtileres? What if you were to reconceptualize climbing the ladder? Wenn du das Erklimmen der Leiter ein neues Konzept bilden würdest? Astral projection. Astralreise? Open-minded. Was, will ich nicht klettern? Was will ich, wenn ich mich einfach teleportiere? Was habe ich vor? Teleportation is not a thing. Den Lieutenant starte ich mit steinerner Miene an. Eine Teleportation gibt es sehr wohl. Man muss sich nur ein bisschen konzentrieren. Okay, let's say teleportation is a thing. Wouldn't you need some kind of scientific apparatus to create a teleportation field? You can't just do it without apparatus. Ich brauche dafür anscheinend Ausrüstung, mein Kim. Das geht nicht einfach so. What are they talking about? Fragt das Kind hinter den Flüsterstimmen seines Vaters. Teleportation, Miguel. It's generally thought impossible. Es wird allgemein als unmöglich betrachtet. Ein Versuch kostet Oh nichts. yes, it could hurt a lot.
Es könnte einen hohen Preis kosten, ihr Leben. Gewandtheit Dingsbums. Du teleportierst dich aufs Dach. All you need to do is close your eyes and concentrate. Darkness enfolds you. You can feel the distance between the bench and the first rung of the ladder. All you need to is... Ach so, also der große Trick, wir machen es mit Augen geschlossen, weil wir nicht darüber nachdenken, dann klappt das schon. Du machst das. Zoot, zap, pow, crinkle. It's like Crinkle? magic. You feel yourself disappear. Your atoms fading out of existence. Du schwörst, wie deine Atome langsam aus der Realität verschwinden. Oh my god, I can't believe it. Es ist natürlich auch eine Möglichkeit, sein Animationsbudget niedrig zu halten, ne? Bam! You find yourself on the roof, having mastered the art of physical displacement. Du berüstest dich nicht damit, du stehst nur da wie ein samarianischer Meister. Nachdem du die Kunst der physischen Dislokation gemeistert hast, findest du dich auf dem Dach wieder. You know, for the record, you didn't teleport there. You just climbed the ladder with your eyes closed. Sie sind mit geschlossenen Augen The hochgestiegen. wind at the top of the building starts howling loudly, blowing away the lieutenant's voice. Faintly you hear. Hörst du nur undeutlich. Never mind. Find a way to let me in when you get inside. Don't go adventuring with a backup, especially if we think the suspect may be hiding here. Finden Sie auf den Weg, mich reinzulassen. Zweifler. Ja, wirklich, kann ich ja überhaupt nicht akzeptieren. Was haben wir hier Schönes? Die tragenden Balken in der Mitte wurden durch Artilleriebeschuss zerstört. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Diese Artillerie. Jetzt wissen wir immer, warum da oben eine Treppe ist. Klettern ist viel zu gefährlich. Wir teleportieren. Nun. Das Gebäude ist ein bisschen... Warte mal, ich habe doch eine Taschenlampe für solche Gelegenheiten. Die könnte mir eventuell helfen. Das Glas ist schmutzig und verstaubt. Du kannst kaum hindurchblicken. Die Musik ist zum Glück überhaupt nicht unheimlich, ne? Schön, dass das jedes Mal eine Ladezone ist. Der Einschuss hätte beinahe den Zugang zum Keller versperrt. Man kann sich noch dran vorbeiquetschen. Ein liquides Büromobiliar, vielleicht aus dem letzten Jahrhundert? Heruntergebracht und vergessen, vor so langer Zeit. Oha.